Hallo bei Bikereifen24. Heute stellen wir euch den Pirelli Diablo Rosso 3 im Test vor. Wir haben ihn hier auf der Yamaha XSR 700 in den Größen 180 55 17 am Hinterrad und 120 60 17 am Vorderrad. Wie sich der Pirelli Diablo Rosso 3 auf der XSR 700 schlägt, erfahrt ihr in unserem Testbericht. Los geht's nach dem Intro. Embaixo dessa terra, enterrei todos os medos em minhas liras. Festa é o que resta, calibra na mira de tudo aquilo que só me interessa. Manifesta a testa na reta, sinta toda essa ira. Festa é o que resta. Na província de Ida sabe o princípio, mas não temia o fim. Eles observam minha vida, peço que as estrelas me revelem que eles querem de mim. Números e números viram notícia. So, los geht's mit unserem Pirelli Diablo Rosso 3 Test. Der Pirelli Diablo Rosso 3 ist ein schon etwas in die Jahre gekommener Supersportreifen von Pirelli, welcher inzwischen vom Pirelli Diablo Rosso 4 abgelöst wurde. Trotzdem ist er aus unserer Sicht immer noch eine wirklich solide Option auf Naked Bikes und auch auf Supersport Bikes. Der Pirelli Diablo Rosso 3 zeichnet sich aus unserer Sicht vor allem durch ein sehr, sehr hohes Maß an Agilität am Vorderrad aus. Auch die Transparenz und das Feedback des Reifens in jeder Fahrsituation ist wirklich herausragend. Hier können andere Reifen sich auf jeden Fall eine große Scheibe abschneiden. Wer vor allem sehr gerne sportlich agil übers Vorderrad fährt und auch in die Kurven hineinbremsen möchte, der ist mit dem Pirelli Diablo Rosso 3 wirklich bestens bedient. Wenn man zum Beispiel in die Kurve hineinbremst und dann die Bremse im Radius loslässt, ist es nicht so, dass der Rosso 3 in die Kurve hineinfällt, sondern vielmehr seine Spur absolut treu hält. Gleiches gilt auch für das Bremsen in Schräglage. Selbst in hoher Schräglage beim Anbremsen stellt sich der Rosso 3 so gut wie überhaupt nicht auf. Auch das Grip-Limit am Vorderrad ist beim Rosso 3 wirklich erstaunlich. So haben wir hier auf der XSR 700 niemals das Gefühl gehabt, dass der Reifen irgendwie nachlässt oder schwammig ist. Egal wie hart man den Rosso 3 rannimmt, er bietet in jeder Situation und im gesamten Temperaturbereich viel Grip und Vertrauen am Vorderrad. Auch hier habe ich jetzt in die Kurve hineingebremst, dann die Bremse losgelassen. Der Rosso 3 hat sich nicht aufgestellt und ist auch nicht in die Kurve hineingefallen. Das Temperaturverhalten des Reifens ist ebenfalls ausgezeichnet. Sowohl bei 10 Grad Außentemperaturen als auch bei 30 Grad funktioniert er prima. Die Temperatur, die er aufbaut, hält er dann auch relativ lange und unproblematisch, sodass man hier wirklich ein exzellentes Wärmeverhalten hat, auf das man auch vertrauen kann. Auch beim Anbremsen jetzt hier in solche Kurven gar kein Problem, viel Vertrauen und Feedback. Das Gripniveau an sich ist beim Rosso 3 ebenfalls ausgezeichnet. Wie bereits erwähnt, am Vorderrad gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Am Hinterrad mit sehr drehmomentstarken Bikes, wie es zum Beispiel der Fall bei der XSR 700 ist. Wenn man da voll Feuer aus den engen Kehren gibt, kann man den Reifen dann schon mal ein bisschen provozieren und ich sag mal zum Schwänzeln bringen. Es ist aber keinesfalls so, dass es unkontrollierbar wäre. Wenn er dann etwas ausdriftet, kann man das wunderbar übers Gas kontrollieren. Er ist da also gar nicht tückisch und genau so muss sich aus meiner Sicht auch ein Sportreifen verhalten, um eben viel Vertrauen
bieten zu können. Gerade wenn ich eben sportlich unterwegs bin und ein Fahrzeug habe, was keine Traktionskontrolle bietet, dann brauche ich einfach einen Reifen, der dann im Endeffekt die Aufgabe der Traktionskontrolle übernimmt und mir das ganze Feedback zurückliefert. Na? Und auch das macht der Rosso 3 ausgezeichnet. Wer jetzt meint, dass der Rosso 3 aufgrund seiner wirklich sportlichen Fahreigenschaften wenig komfortabel oder beinhart zu fahren wäre, der täuscht sich. Der Rosso 3 ist sehr weich, komfortabel, bietet viel Komfort und Feedback zugleich und ist somit auch wirklich für lange Strecken oder gemütlicheres Fahren wunderbar geeignet. Das war knapp. So sollte man natürlich nicht Motorrad fahren. Wie auch immer. Wenn der Reifen seine Temperatur, dann seine Straßenbetriebstemperatur erreicht hat, legt er in allen Punkten nochmal deutlichst zu. Er fängt jetzt nicht an zu schmieren. Das Feedback bleibt glasklar, so wie es auch im kalten Zustand ist. Gleich ist es mit dem Grip, der wird sogar im warmen Zustand sogar noch ein bisschen besser. Was sich dann aber im Endeffekt wirklich nur bei ganz extremer Fahrweise bemerkbar machen sollte. Auch bei kalten Temperaturen hat uns der Rosso 3 extrem überzeugt. Wir haben ihn auch schon bei 10 Grad Außentemperatur gefahren und er ist bereits nach wenigen Kurven auf den Punkt da und performt genauso gut wie bei 30 Grad. Auch in puncto Nassgrip haben wir den Diablo Rosso 3 ausführlich getestet. So haben wir ihn bei Regen und auch auf feuchter Fahrbahn im Sommer geprüft und auch im Nassen überzeugt er mit einem extrem sportlichen Fahrverhalten. Wunderbar viel Vertrauen und bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Natürlich sollte man bei nasser Fahrbahn dann nicht so sportlich agil ans Werk gehen, wie man das jetzt hier bei 30 Grad und Sonne tun kann. Trotzdem ist es nicht so, dass der Rosso irgendwie ein unsicheres Gefühl vermittelt und ist somit auch vielen anderen Sportreifen schon aus unserer Sicht deutlich überlegen. Auch im Hinblick auf die Laufleistung kann der Rosso überzeugen. Ein weiterer Punkt, wo er halt einfach wunderbar das bietet, was man sich von einem Sportreifen wünscht. Wir haben den Rosso 3 hier schon über 3.500 oder 4.500 Kilometer auf der XSR 700 montiert. Und die XSR 700 ist halt auch einfach ein Reifenfresser. Durch ihr hohes Drehmoment aus den Kehren, das sie mit dem Crossplane Zweizylinder-Motor zur Verfügung stellt, frisst sie halt permanent den Reifen auf. Der Rosso 3 bietet aber immer noch extrem viel Restprofil und ist mit Sicherheit nochmal gut für weitere 3.000 bis 4.000 Kilometer auf dem Hinterrad. Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Rosso 3 in keinerlei Punkt, in keinerlei Hinblick oder in keinem Punkt enttäuscht. Der Rosso 3 liefert in jedem Punkt ab, bietet beste Fahrleistungen, höchste Agilität und wir würden ihn sogar auf Supermotos, vielleicht sogar
im Gesamtpaket einen Tick besser einschätzen als zum Beispiel den Attack SM Evo, welchen wir ja auch im direkten Vergleich schon gefahren sind. Was gefällt uns besonders gut am Pirelli Diablo Rosso 3? Der Pirelli Diablo Rosso 3 ist wirklich ein ausgezeichneter Sportreifen. Besonders gut gefällt uns das exzellente Feedback am Vorderrad, die gute Ankündigung des Gripverlusts am Hinterrad, das hohe Gripniveau, das sportliche Fahrverhalten bei Nässe, die hohe Laufleistung und das noch alles gepaart mit Komfort. Es gibt eigentlich nichts Schlechtes über den Rosso zu sagen. Was gefällt uns nicht am Rosso 3? Um ganz ehrlich zu sein, haben wir hier wirklich keinen Punkt, den wir bemängeln können. Zumindest auf Mittelklasse Naked Bikes ist der Reifen in jedem Hinblick immer ausreichend, extrem sportlich und wunderbar zu fahren. Für wen empfehlen wir den Pirelli Diablo Rosso 3? Ja, in dem Hinblick würden wir sagen, wie bereits erwähnt, Mittelklasse Naked Bikes, kleinere Supersportler, aber durchaus auch Supermotos und auch Supermotos der 125er Klasse, für alle, die einen guten Markenreifen im sportlichen Segment suchen. Der Rosso 3 ist nämlich auch in den typischen Supermoto-Größen als auch in den 125er Größen verfügbar. Ob man mit dem Rosso 3 auf der Rennstrecke performant fahren kann, sei mal dahingestellt. Wir glauben, dass gerade Einsteiger im Rahmen von Fahrtrainings oder dem ersten Hobby-Track-Day durchaus noch mit dem Reifen zurechtkommen könnten. Wenn man es dann natürlich richtig sportlich angehen lassen will auf der Rennstrecke, vermuten wir, dass der Reifen eben auf lange Sicht dann abbaut, je heißer er wird. Dafür ist der Rosso 3 aber aus unserer Sicht auch jetzt gar nicht gemacht. Er ist vielmehr wirklich ein super sportlicher, glasklarer Landstraßensportreifen, der schon fast die Welten Hypersport und Sporttouring miteinander vereinen kann. Wir hoffen, dass euch unser Pirelli Diablo Rosso 3 Test auf der Yamaha XSR 700 gefallen hat und wünschen euch eine gute Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.